Moin aus Dänemark, Ferdinand hier. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin ein Hamburger, der in Kopenhagen seit 5 Jahren wohnt. Und heute ist Freitag, Freitagnachmittag. Und nach einer langen, aber erfolgreichen Bürowoche hat es mich wieder in die Natur gezogen. Das heißt, ich habe mich, wie lange ist das? 90 Minuten, fast 2 Stunden aufs Fahrrad gesetzt und bin mit meinem leichten, nicht im Ultraleicht-Set, aber mit dem leichten Set nach Norden gefahren aus Kopenhagen. Und wenn du auch wissen willst, wo darf man in Dänemark campen, dann habe ich dir jetzt ein Video in der Infobox verlinkt, wo ich das schon mal beschrieben habe. Hinter mir ein ganz wunderbarer Wald, das heißt, dort werde ich gleich Feuerholz suchen. Hier hinten steht mein Fahrrad mit dem Wanderrucksack zusammen. Ich kann es eigentlich nicht empfehlen, 2 Stunden mit dem Wanderrucksack Fahrrad zu fahren, aber es hat geklappt. Es war jetzt nicht so schlimm, es ist relativ leicht unterwegs. Das hier ist so ein 50-Liter-Rucksack, kann ich nicht beklagen. Das kann man easy mit einer Hand hochheben, obwohl Wasser drin ist. Also der ist jetzt nicht so schwer geworden. Dann ist hier eine Feuerstelle und dann, jetzt kommt der Ausblick, weil hier vorne kommt das Zelt hin, hier ungefähr. Und dann ist das der Ausblick am Morgen. Und da freue ich mich drauf. Und natürlich heute Abend. Ich habe natürlich wieder meinen ultraleicht Campingstuhl dabei. Das heißt, hier werde ich nachher sitzen und an meinem Buch weiterschreiben. Schauen wir uns auch mal links und rechts an. Da hinten führt ein Steg ins Wasser. Das alles ist mein Ausblick. Das ist der Öresund. Das bedeutet, rechts von uns, da drüben ist jetzt Kopenhagen. Da drüben ist Schweden, das was man sieht, das Land. Und links von uns ist Helsingør. Ich habe mir seit Anfang Januar sehr viel Mühe mit diesem Kanal gegeben und irgendwie klappt es noch nicht so richtig, was auch okay ist. Ich meine, man lernt ja mit seinen Herausforderungen. Aber heute soll einfach ein ganz natürliches Video rauskommen. Einfach ich unterwegs und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, das hier ist das Zelt von Nature Hike, 2-Personen-Zelt, also habe ich genug Platz, auch mit meinen 2,7 Meter. Das nennt sich das Nature Hike Cloud Up 2 und wenn man das kauft, ist immer das Zelt dabei plus eine Bodenplane. Aber ein genaues Review, wie ich das Zelt finde, habe ich schon mal gemacht, findest du jetzt oben in der Infobox. Dann wollen wir es mal aufbauen.
So, was haben wir heute dabei? Also, wir haben natürlich dabei im Schnelldurchlauf den Heliox-Stuhl, den ich immer nutze, der Campingstuhl. Eine Thermarest Neo Air, das erste Mal in Praxis jetzt getestet. Hat mir mein Vater geschenkt. Er fand sie zu laut. Ich teste sie heute. Dann brauchen wir natürlich Kaffee, Tee, eine French Press, Toilettenpapier selbstverständlich, Grillanzünder. Das ist im Grunde genommen ist das Stroh, was in Wachs getaucht ist. Dann haben wir ein paar Streichhölzer. Dann haben wir Schlafklamotten natürlich. Oh, das ist gefährlich. Oh, hier lag auf dem Boden ein Schwimmer oder wie die Dinger heißen vom Angeln. Da habe ich jetzt reingefasst. Eieiei. Gut, dass ich da nicht falsch reingefasst habe. Das muss ich mal so zur Seite legen, dass ich da nicht nochmal reinfasse. Hier sieht man das. Das ist so ein, naja, was auch immer. Ob das jetzt einen Fisch imitieren soll, weiß man nicht genau. Aber naja, den tun wir mal zur Seite. Da wollen wir nicht wieder reinfassen. Der lag hier auf dem Tisch. Okay, also wir haben dabei Schlafklamotten. Eine Säge für alle Fälle. Das ist so eine Säge, die nehme ich sonst zum Bushcraften mit. Aber man weiß ja nie. Vielleicht finde ich genug Holz, um ein vernünftiges Feuer zu machen. Schauen wir mal. So. Dann haben wir eine Axt dabei. Die habt ihr eben schon gesehen, wo ich Sachen einschlage. Das erste Mal habe ich einen Mac dabei, weil ich ja momentan ein Buch schreibe. Und ich schon ziemlich weit gekommen bin. Fast 200 Seiten jetzt. Und ich immer diese Campingtrips nutze, um mein Buch weiterzuschreiben. Und normalerweise schreibe ich es in ein Notizbuch. Heute will ich es mal direkt in den Computer schreiben. So, was haben wir noch dabei? Wir haben natürlich 2 Flaschen Wasser dabei, weil ich diesmal keinen Wasserfilter dabei habe. Also 3 Liter sollten reichen. Was haben wir noch dabei? Diverse Elektronikkram für die Kamera etc. Dann haben wir den Liner. Nutze ich keinen teuren, ich nutze halt einfach so einen Müllsack hierfür. Und dann den Schlafsack oder das Bettsystem nutze ich das Zenvivi-System. Habe ich schon mal ein Review zu gemacht. Ein Follow-up-Review kommt bald. Im Grunde genommen ist die Idee hier, wer das System noch nicht kennt, das ist Schlafsack oder man könnte sagen Kopfkissen, Quilt, also sowas wie eine Decke und Bettbezug in einem. Und das ist jetzt für -7 Grad gedacht. Das ist natürlich komplett Overkill für den Frühling jetzt. Aber ich habe sonst nur so einen ultraleicht Schlafsack für irgendwie 18 Grad oder sowas. Und das ist natürlich noch zu kalt. So, das war's. Und natürlich immer dabei Erste Hilfe etc. Wo habe ich es jetzt? Ganz oben drin. Da empfehle ich jedem, hab immer Erste Hilfe dabei. Ich natürlich feuerfeste Handschuhe, weil ich natürlich wieder ein bisschen rumgucke. Eine Schlafmaske. Da in dem weißen Zelt natürlich. Sonst ich in Dänemark um 3 Uhr wach bin, wenn die Sonne aufgeht ungefähr. Und ein Erste-Hilfe-Set, einfach eins von Amazon Malteser und dann im Nachhinein so aufgestockt, dass es genau die richtigen Sachen dabei hat. Und dann natürlich Trick 17 ist, da es hier in Dänemark nun mal ein bisschen windiger ist, dass man den Stuhl einfach mit einer Schlaufe oder mit einer Schnur und dann mit einer Schlaufe am Zelt befestigt. Das heißt, die mittlere Stange lässt sich nicht bewegen. Hier gehe ich einfach durch. Einmal durch, dass es fest ist und dann befestige ich es einfach am Zelt, da ich den Stuhl über Nacht draußen lasse und somit in keine Bedrulle geraten werde, dass der mir plötzlich wegfliegt oder so. Das wollen wir nicht. So, kein besonders guter Knoten, aber somit habe ich jetzt ein Setup, was ja guten Radius hat. Das heißt, hier kann ich nachher sitzen und schreiben oder in die Ferne schauen. Wir schauen uns einmal den Ausblick an von hier. Ich finde, das kann man doch mal machen. Was draußen was nass werden kann. Hat gerade angefangen zu regnen. Na gut, die Feueranzünder und so weiter, die sollten natürlich nicht unbedingt nass werden. Kommt erstmal alles rein, erstmal unter das Vordach. So, was haben wir noch?
Oh ja, Toilettenpapier, sowas sollte auch nicht nass werden. Das andere alles ist erstmal egal. Okay. Gut. Also, wir mussten mal kurz ins Zelt gehen, weil es draußen etwas nass wurde. Also, kurze Erklärung, was ist das Zen Bivy? Ohne jetzt lange darauf einzugehen. Die Idee ist zu sagen, man hat also einen Bettlaken in dem Sinne. An den Seiten sind solche Häkchen, die sich in die Bettdecke einhaken lassen und somit es keine Kältelöcher gibt oder sozusagen, dass man eine Hitzebrücke baut. Und das ist die Idee. Und ich habe es im Winter ausprobiert bei minus 15 Grad und es funktioniert hervorragend. Das heißt, heute wird viel zu warm werden. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht einhängen, sondern einfach als Bettdecke verwenden. Und dazu gibt es das Zen Bivy Kissen. Das hat auch so kleine Häkchen. Da kommt Luft rein und dann kann man das oben ins Kopfkissenteil reinhängen. So, ich dachte schon, ich finde gar nichts mehr. Jetzt habe ich hier was gefunden. Das sieht nicht so richtig trocken aus, aber es ist tot. Das heißt, ich werde einen Versuch starten und dann mir ein bisschen was zusammensägen, um dann ein Feuer anzumachen. Vielleicht kann ich diesen Baum hier durchsägen oder absägen und ihn dann aufspalten mit der Axt, um eben an die trockene Materie zu kommen. Wir schauen mal. Okay. So, was wir machen werden, ist irgendwie uns eine Art Unterschlupf bauen für Holz. Das bedeutet, die Idee ist zu sagen, ich werde es einfach hier, keine Ahnung, so, und nicht, so, okay, dann machen wir das mal so, kommt hier das Holz rein. Gut. Nicht professionell, aber geht. Damit nicht alles, was ich hacke, wieder komplett nass wird. Also weiter geht's. So, ich musste mich kurz zurückziehen. Es ist plötzlich alles sehr nass geworden. Das heißt, jetzt heißt es erstmal ein bisschen, naja, dass der Schauer vorbeizieht. Und dann mal gucken, ob ich hier vielleicht das Zelt jetzt innen drin ein bisschen organisiere. Feuerholz liegt theoretisch schon da. Ich muss es nur noch spalten und versuchen anzumachen, wenn es natürlich nachher nicht regnet. Schauen wir mal, ob das klappt. Es regnet immer noch und deswegen habe ich es mir jetzt hier drin schön gemacht. Das Zelt ist erstaunlich gut, wenn es um Lautstärke und Regen geht. Hier draußen habe ich jetzt meine Klamotten hingetan. Hier an der Seite ist das Zen Bivy und das Schlafsystem. Das will ich nicht, dass das irgendwie nass wird, deswegen gehe ich da erstmal nicht mit der Jeans rauf oder so. Und dann hier ist der Mac und jetzt geht es weiter mit dem Buch. Wie gesagt, die letzten Mal habe ich schon davon ein bisschen erzählt. Ich schreibe ein Buch und nenne es, das ist so eine Sache mit den Emotionen, und schreibe eben darüber, wie Emotionen sich auf den Menschen auswirken. Erzähle aus meiner ganz persönlichen eigenen Perspektive und berichte. Das meiste, was ich halt tue, ist, ich berichte darüber, wie das Camping und das in der Natur sein einfach gut für dich ist. Ja. Und ob ich es veröffentliche, weiß ich noch nicht, aber es macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich es. Und aktuell bin ich auf Seite, wollen wir mal schauen, hier 230, also DIN A5 Seiten. Das heißt, es läuft langsam, es geht voran. Ich würde sagen,
Es hat aufgehört. Sieht auch schon ein bisschen besser aus da hinten. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Feuer weitermachen können. Na gut, ich habe mir gerade die Axt in die Hand gehauen. Es tut jetzt ein bisschen weh, aber muss man halt ein bisschen aufpassen. Und immer schon Handschuhe tragen, damit die Axt nur, jedenfalls wenn es nur leicht geht, nur ins Leder geht. Machen wir jetzt eine Bandage rum und dann geht's weiter. Ja, es war einfach unnötig, das ohne Handschuhe zu machen, weil jetzt ist es so, die sind natürlich nicht schnittfest, aber hier passiert gar nichts, wenn ich das so mache. Und eben, naja, egal, passiert schon. So, das ist nicht die feine englische Art hier, aber es müsste wahrscheinlich trotzdem klappen. So. Machen wir mal ein bisschen so, dass genug Luft dran kommt. Gut, dann haben wir hier diese Strohdinger, die tun wir jetzt einfach mal von einer Seite rein. 3 von dieser Seite und einen von der anderen Seite, der ist ein bisschen größer. So. Mal gucken, ob das brennt. Also das Wachs brennt natürlich auf jeden Fall. Ich meine natürlich eher das Holz. So, andere Seite auch. So. Ja, das quietscht ganz schön. Mal gucken, ob das anfängt Feuer zu fangen. Wir legen schon mal ein paar Stücke daneben, dass sie schon mal trocknen können. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir legen das nicht direkt drüber, sondern einfach nur, dass es ein bisschen trocknet. Gucken wir mal, ob das klappt. Wenn es Feuer fängt, ist auch gut. So, zugegeben, das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es köchelt langsam vor sich hin. Das Gitter habe ich schon draufgelegt. Ich habe noch den Baumstamm drüber gelegt, damit das Gitter nicht abstürzt. Das hält sich nämlich nicht von alleine. Und dann wollen wir ein bisschen Kräutertee machen. Finde ich ganz wunderbar, abends Kräutertee zu trinken. Auf jeden Fall eine Sache, die ich mir bei meinem Vater abgeschaut habe. So, ich habe natürlich, wie gesagt, vorhin alles nur einfach gegriffen. Das heißt, ich habe natürlich meinen Teefilter vergessen. Das heißt, wir machen jetzt Tee in meiner French Press, aber das sollte auch funktionieren. Also erstmal Wasser aufkochen, halber Liter machen wir. So. Das kochen wir jetzt erstmal auf und dann habe ich mir hier so eine eigene Kräutermischung zusammengestellt. Wen es interessiert, ab in die Kommentare und ihr erfahrt genau von mir, was für einen Kräutertee mache ich mir. Hier schwimmen so Sachen drin rum. Naja, man ist hier draußen in der Wildnis. Das ist wohl in Ordnung. So, während das Feuer brennt und mein Teewasser hoffentlich bald kocht, wollte ich kurz noch was adressieren. Und zwar geht es um meine App. Ich habe ja vor ein paar Monaten eine Outdoor-App rausgebracht. Erst auf Deutsch, dann auf Englisch. Dann gab es ein paar Kritiken, dass es jetzt nur in Englisch verfügbar ist, weil auch mein YouTube-Kanal auf Englisch war und jetzt wieder auf Deutsch ist. Und mit dem soll jetzt ein Schluss sein. Ja? Und deswegen mein YouTube-Kanal fortan auf Deutsch. Und die App
da sie jetzt in den USA schon relativ häufig runtergeladen wurde, könnte ich sie natürlich so programmieren, dass es unterschiedliche Sprachen gibt etc. Aber das werde ich nicht tun, da ich so viel Ahnung dann doch nicht habe von Programmieren, und werde somit eine deutsche Fassung rausbringen, die jetzt gerade entwickelt wird. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt meine gesamte Community, momentan sind es 890 Leute, aber ich freue mich über jeden, oder 819 glaube ich, 819. Ich freue mich über jeden, und jeder hat momentan die Option zu sagen, ich muss aufpassen, dass meine Schuhe nicht nass werden. Sorry. Jeder hat momentan die Option zu sagen, was soll in so eine App rein? Was hättet ihr gerne? Und schreibt es mir in die Kommentare, ich versuche es umzusetzen. Ich bin da sehr positiv gestimmt, dass ich das hinkriege. Und deswegen schreibt es mir in die Kommentare, was braucht eine Outdoor-App? Momentan gibt es natürlich die Klassiker, Packlistenersteller, Wetterübersicht, Wanderkarten, wo ist was erlaubt, Ratgeber, Erste Hilfe etc. Das kommt alles natürlich rein, standardgemäß wie aus der ersten Version auch. Aber wenn jetzt auch irgendwas rein soll, bevor es veröffentlicht wird, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kümmere mich drum. So, ich will ja nichts bemängeln, aber das Ganze ist jetzt nicht so wahnsinnig heiß hier. Also das hat jetzt, das kann man gar nicht sagen, aber es hat jetzt 25 Minuten gedauert und es kocht erst gerade ein ganz bisschen. Aber naja. So, das sollte gut sein. Und dann da sowieso so viel Quatsch drin, der da nicht drin sein soll, können wir uns auch irgendeinen Stock nehmen. Ist eigentlich auch egal. Nicht nachmachen, aber mir ist es jetzt gerade egal. Nehmen wir uns hier so einen Stock. Ja, der ist halt dreckig, ist egal. Kann man nicht ändern. So. So, und dann Kräutertee schön 10 Minuten ziehen lassen und dann sind wir ready. So, jetzt sind 10 Minuten ungefähr rum. Jetzt wollen wir mal gucken, wie können wir das denn trinken. Können wir mal probieren. Also ich probiere jetzt mal den reinzustecken und ihn runter zu drücken. Ja, aber ich habe keinen Becher dabei. Also, wie mache ich das denn jetzt? Na gut, ich kann den jetzt runterdrücken. So, als wenn das Kaffee wäre. Und dann kann ich versuchen, wenn er etwas runter... das ist natürlich tierisch heiß. Dann wollen wir uns natürlich Handschuhe anziehen. Muss man runternehmen. Und zwar erstmal hier hinstellen. Und dann wollen wir den ein bisschen abkühlen lassen und dann mal gucken, ob wir den vielleicht hier raus einfach getrunken kriegen. Ein kleines Update aus dem Zelt. Leider ist es so, dass der Schnitt in meiner Hand aufgrund der Axtverletzung schmerzhafter ist, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es bestmöglich versorgt, aber leider blutet es weiter und die Schmerzen sind zu groß. Soll heißen, ich hole natürlich jetzt keinen Rettungswagen, wir wollen es nicht übertreiben, aber ich muss jetzt die Zelte leider abbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze hier im Pyjama, das heißt, naja, ich muss natürlich jetzt erstmal alles zusammenpacken. Aber ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst und wir sehen uns das nächste Mal.